Bevor wir aber anfangen, muss ich auch noch was sagen, Entschuldigung. Auf der Baustelle und schauen das Haus an. Und man sieht hier, die ganze Zeit hatten wir schönes Wetter, haben keinen Regen gehabt. Hier in Paraguay aktuell regnet es fast jeden Tag in Encarnación. Und es ist tatsächlich so, man kann dem Gras zugucken, wie es wächst. Also wenn ich als draußen bin auf unserer Veranda und schaue mal 5 Minuten nicht hin, dann denke ich, oh, könnte schon wieder mehr. Aber so ist es auch mit mehreren Dingen. Also hier in Paraguay, die Körperbehaarung zum Beispiel, die sprießt nur so. Ja, also wenn man bedenkt, ich habe mich vor dem Video rasiert, ich könnte mich jetzt schon wieder rasieren, also es ist nicht mehr normal. Gut, fangen wir an mit dem ersten Thema. Die Kontoöffnung hat sich einiges getan. Zur Kontoöffnung wurde die Vertragsunterlage noch einmal verschärft, kann man nicht sagen, aber sie wollen doch noch eine Überbeglaubigung und nochmal eine Überbeglaubigung. Und wie der aktuelle Stand ist, will ich euch ganz kurz vorlesen, beziehungsweise so viel wie ich aus meinem Kopf rauskriege. Aber ich muss doch ab und zu auf den Spickzettel schauen. Ich habe das Glück gehabt, dass wir noch zu den alten Konditionen Konto eröffnet haben. Welche Tipps wir euch da geben können, falls ihr nach Paraguay kommt und ein Konto öffnet, kommen wir später dazu. Jo, dann, also als erstes, ihr sucht euch eine Bank aus. Mir hatte 3 Banken in der engeren Auswahl. Eine Bank hat schon die neue Vorschriften verlangt und eine Bank verlangt eine RUC, also eine Steuernummer. Und da ich aber steuerfrei bin oder wir steuerfrei sind hier in Paraguay, habe ich aktuell noch keine RUC. Eine RUC bekommt man dann, wenn man arbeitet oder eine Firma aufmacht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen 2 Firmen gründen. Das heißt, wir haben dann auch eine RUC. Das heißt, wir können dann auch hier ein Konto öffnen. Aber was hat sich alles geändert? Also aktuell momentan, man benötigt die Apostille bei einigen Unterlagen. Also man braucht zum Beispiel die Cedula, also das ist der Personalausweis, kann man sagen, und die Permanente. Die müssen dann notariell beglaubigt werden. Wenn man keine Cedula hat oder keine Permanente, dann hat man den Reisepass. Der Reisepass muss vorbeglaubigt werden vom paraguayischen Konsulat in Deutschland beziehungsweise mit Apostille. Dann verlangen die Banken in der Regel die letzten 6 Monate von der vorigen Bank die Kontoauszüge. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass manche Banken auch die letzten 12 Monate die Kontoauszüge, also von den letzten 12 Monaten verlangen. Genau. Dann geht es weiter. Einkommensteuerbescheid, der letzte Einkommensteuerbescheid. Dieser Einkommensteuerbescheid benötigt in Zukunft eine Apostille. Des Weiteren eine Übersetzung von einem staatlich anerkannten Übersetzer, also in das Spanische. Dann, falls ihr ein Haus habt und ihr verkauft das Haus, dann bekommt ihr einen Notarvertrag. Auch dieser Notarvertrag benötigt ab sofort eine Apostille und auch dieser Notarvertrag muss dann von einem Übersetzer in das Spanische übersetzt werden. Staatlich anerkannt, wohlgemerkt. Ja, wenn ihr Rentner seid und möchtet nur ab und zu hier leben, also so 6 Monate, wollt aber doch ein Konto haben, dann braucht ihr den Rentebescheid und der Rentebescheid, der muss natürlich auch übersetzt werden. Und wenn ihr euch abgemeldet habt in Deutschland, so wie wir das Ganze getan haben, dann braucht ihr von dieser Abmeldung in Deutschland eine Übersetzung. Und last but not least, genau, die letzten Dokumente, das heißt, wenn ihr irgendwelche anderen Geldeingänge habt, also das heißt, ihr transferiert ja das Geld nach Paraguay und ihr habt jetzt zum Beispiel ein Haus verkauft, das ist jetzt zählt als Geld, also Geldnachweis. Vom Geld eure Gehälter, falls ihr weiterarbeitet. Wir kennen viele Personen, die arbeiten hier übers Internet weiter, bekommen das Gehalt dann weiter bezahlt.
dann nimmt bitte noch die letzten 3 Gehaltsabrechnungen oder Provisionsabrechnungen mit zur Bank. Das reicht in der Regel dann aus. Genau, aber falls ihr irgendwelche Depots verkauft, Aktienfonds, egal was, bitte hebt den Bescheid auf. Das heißt, da wo drin steht, wie viel das ihr ausbezahlt bekommt, und nehmt diesen dann mit nach Paraguay. Gut, so viel zur Kontoöffnung und kommen wir zum nächsten Thema. Sind wir auch viel gefragt worden, ja, wie geht es jetzt weiter, wo ist jetzt euer Projekt, was ist euer Projekt, warum sagt ihr nichts über euer Projekt? Hat eigentlich einen ganz, ganz großen Grund, warum wir bis jetzt noch nichts gesagt haben, weil es ist alles in Planung. Wir sind momentan viel unterwegs, gucken Grundstücke an. Sind bei Rechtsanwälten, bei Notaren, Titelüberprüfer. So, ich bin gerade mit Hugo auf der Baustelle und schauen das Haus an. Ganz, ganz toll. Überall Rundbögen, Ziegeldach. Ganz, ganz schön. Blick nach innen. Das ist der Saal, da kommt der Fernseher hin, da kommt ein Regal hin mit Flaschen. Die sind mit den Steinen gemacht und die hat er dann quer genommen, dass er hier ein breiteres Mauerwerk bekommt. Die haben den Vorteil, dass die Luftkammern ein bisschen isolieren und komplett die ganze Decke ist isoliert. Folie eingezogen und hat in der Zwischenräume 10 cm Styropor verbaut. E-Strich ist 13 cm dick und das hier ist das Kindshow und hier hinten ist die Küche dann. Und da geht es hoch und oben hat es dann 3 Schlafzimmer, 2 Bäder. Und hier kommt der Pool hin. Ein frisches Holz, also es wird geschlagen, gleich in die, wird gleich verarbeitet und dann halt gleich ja, angebracht. Das Problem ist halt, dass das Holz dann noch relativ feucht ist und es so. Also es läuft momentan so viel im Hintergrund, aber fangen wir von vorne an. Das heißt, wir brauchen erstmal das geeignete Grundstück. Wir wollen nicht jedes Grundstück jetzt kaufen, wo uns angeboten wird, sondern wir sind selber auf der Suche. Das heißt, bei uns ist die Lage ganz, ganz wichtig. Weil wir wollen einfach dann später auch ein bisschen was vermitteln. Also das heißt, die Aussicht muss toll sein, es muss eine ruhige Lage sein, aber es muss auch gleichzeitig, will ich in der Stadt sein. Ja? Und es ist halt sehr, sehr schwierig, aktuell was zu finden. Und wenn man was findet, dann geht es dann weiter mit der Preisverhandlungen, bis sich dann Käufer und Verkäufer dann einigen können. Manche Grundstücke, wo man jetzt schon gesehen haben, tolle Lage, aber entweder zu weit außerhalb oder ist doch der Grund und Boden nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht von dem, ja, zu steinig oder zu lose oder ja, es muss einfach passen. Und da haben wir jetzt 2 Grundstücke in engerer Auswahl. Wo die jetzt sind, natürlich sagen wir jetzt noch nicht, aber überragender Blick und ganz, ganz tolles Grundstück. Also wir haben uns wirklich alle verliebt, wo wir das gesehen haben. Unsere paraguayische Freunde haben wir auch mitgenommen. Da sind wir aktuell im Verhandeln und werden nächste Woche wahrscheinlich den Termin machen und eventuell einen Vorkaufsvertrag. Genau. Wenn man dann soweit ist, dass einem das Grundstück gefällt, dann geht es weiter. Man muss die Titel überprüfen, sind die in Ordnung, gehört das Grundstück auch dem Verkäufer und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir da immer mit Rechtsanwälten und so weiter und so fort in Kontakt. Habe jetzt auch ein Grundstück dabei gehabt, wo nicht so vieles gestimmt hat, aber für das dauert es halt ein bisschen länger, sage ich mal. Gut Ding will Weile haben. Genau, was können wir verraten? Also, mir habe es schon mal verraten, glaube ich, noch im Video. Wir machen was für Kurzzeitmiete, aber auch nicht wirklich was. Also, das sind vielleicht 2, 3 Bungalows für Kurzzeitmiete, das heißt für Urlauber,
Freunde, Familie, Bekannte etc. Oder auch für euch, wenn ihr mal Lust habt, Paraguay zu besuchen. Und dann bauen wir für Langzeitmiete. Das heißt Langzeitmiete, bauen wir noch ein paar Häuser, die dann mindestens dann immer ein Jahr vermietet werden. Ja, Ziele bzw. Zielgruppe sind dann Rentner zum Beispiel. Es sind Personen, die gern im Ausland arbeiten, die sich nicht binden wollen. Es sind einfach auch Menschen, die dann sagen, okay, sie haben lieber was als Backup, falls irgendwas passieren sollte in Europa, dass sie auf jeden Fall ein Haus haben. Da kommen wir zum nächsten Thema. Es wird ganz, ganz schwierig momentan irgendwelche tolle Häuser zu bekommen. Also ich rede jetzt nur vom Raum Encarnación. Es ist der absolute Wahnsinn, wie viele Menschen momentan nach Paraguay kommen. Und die ganzen tolle Häuser sind alle weg. Also das heißt, der Standard wird halt immer niedriger. Das heißt, man kann mit den Häusern also man kann leben damit, das ist überhaupt kein Thema. Also wir haben da auch kein Problem. Aber es ist halt doch, wenn man noch nie da war in Paraguay, doch dann schon ein erster Kulturschock. Wir wollen da einfach ein bisschen Platz schaffen. Einfach für die Menschen, die sagen, okay, ich will jetzt mal ein Jahr lang mieten oder 2 oder 3 oder 5 Jahre. Ich will kommen und gehe, wann ich will. Und einfach als Sicherheitsbackup dann machen. Dann haben wir noch ein Projekt laufen. Also ich bin jetzt nicht alleine, sind wir zu zweit bzw. zu dritt. Und da wollen wir dann aber erst wirklich dann sprechen, wenn wir das Grundstück haben. Und ja, auf jeden Fall wollen wir halt was Exklusives bieten, mit einem tollen Ausblick, tolle Lage und ja, ich wiederhole mich gerade, merke ich. Genau, so viel zu dem Thema. Dann habe ich ganz, ganz viele Anschriften bekommen und ich hatte am Dienstag Geburtstag, genau, bin 22 Jahre alt geworden und habe dann noch ein Video geschickt in der WhatsApp-Status und das Video seht ihr jetzt. Ja, vielen Dank für die vielen Glückwünsche, die ich bekommen habe. Wollte mich gerade noch bedanken. Und so wie es sich gehört für einen Geburtstag, wir leben alle gesünder mittlerweile. Ich trinke Tee, das will ich euch ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Das nennt sich Tereré. Und man sieht hier den Kanister und da tut man Zeug reinmachen, also so Kräuter, und dann kann man hier aufmachen und kann dann so pumpen und dann kommt der Tee raus. Und bin mega glücklich, dass wir mittlerweile hier sind, weil wir trinken doch weniger Zucker und fast kein Alkohol mehr. Und ja, das macht ganz, ganz viel mit einem. Herzlichen Dank für die Glückwünsche und bleibt alle gesund und hat mich riesig gefreut. Ciao. Genau, bedanke mich ja, wie gesagt, ich habe E-Mails bekommen und habe mich wahnsinnig gefreut über die ganzen Glückwünsche und nicht alles so ernst nehmen. Es war kein Tee in der Flasche drin. Und ich freue mich, es geht bald weiter im nächsten Video. Ich gucke mal, was ich noch habe.